Das denn? Lass mich in Ruhe! Was denn, Schlampe? Sag mal, sieht's noch ganz sauber bei dir, oder was? Komm noch her. Und jetzt kommt dieser Container ins Spiel. Mit Wasser gefüllt und fertig. Der Pool. Von allen Ebenen des Clubs einsehbar. Absolut genial. Ja. Er ist schuld. Bruder, er ist ein Arschloch. Er ist Gewaltverbrecher auf Bewährung. Das klären wir alles auf dem Präsidium. Sag bitte, dass das ein Albtraum ist. Na? Was sagen Sie zu Ihrem neuen Club? Das sagen Sie nichts. Ich erkläre es Ihnen. Vielleicht auch nicht nochmal. Was meinen Sie? Ich glaube, was Tristan sagen will, ist, dass Sie uns das ja schon sehr ausführlich erklärt haben. Ja, über Details können wir doch reden, selbstverständlich. Um ehrlich zu sein, wir verstehen das nicht so ganz. Wo ist denn jetzt der Pool und wo die Bar? Na, sehen Sie. Hier. Noch besser sehen würden wir übrigens hiermit. Das ist nicht nötig. Meine Pläne und Zeichnungen sind eindeutig. Absolut, aber noch eindeutiger werden sie, wenn wir sie auf den Computer laden und mit Hilfe modernster Programme einen kompletten Rundgang durch den Club machen können. In 3D. Nehmen Sie es mir bitte nicht übel, aber mit diesem Programm da sieht doch letztendlich alles aus wie eine Tiefgarage. Ja, gezeichnet ist es lebendiger. Sehen Sie. Hier. Da verlassen Sie den Fahrstuhl. Ja. Sie haben doch bestimmt einen USB-Stick dabei, wo die Pläne drauf sind. Nein, es liegt alles auf dem Tisch. Und hier. Und jetzt kommen wir zum Schmuckstück des Ganzen. Der Pool. Richtig. Tropische Pflanzen dahinter. Hier ist die Chill-Area. Rechts geht's zur Bar. Und alles, wie Sie wollten. Klare Formen und Linien. Der Container-Look. Wie abgesprochen. Wir nehmen das Hafenambiente von außen nach innen auf. Alle Elemente gruppieren sich um den Swimmingpool im Zentrum. Das ist gut, das ist richtig gut. Und wo ist die Bühne? Die Bühne. Ja. Wir sind nicht nur ein normaler Club. Ich meine, der Pool ist toll, die Bar auch, aber wir brauchen eine Bühne für die Live-Acts. Wir haben darüber gesprochen. Es tut mir leid, okay? Nein. Ist dir überhaupt klar, was gerade passiert ist? Du bist nur auf Bewährung draußen. Hast du es schon vergessen? Ich hab's der Polizei immer wieder gesagt. Dustin hat angefangen. Er hat mich geschubst Und Timo musste direkt zurückschubsen. Nee, ist klar. Was hätte ich denn machen sollen? Hätte ich zugucken sollen, wie er sie beleidigt und anmacht? Ja, lass dich nicht immer so schnell provozieren. Man kann sich auch mit Worten wehren. Egal, was die anderen machen, da musst du in deiner Situation drüber stehen. Wo drüber stehen? Was ist denn hier los? Ich durfte deinen feinen Enkel gerade vom Polizeipräsidium abholen, weil er sich unbedingt prügeln musste. Timo, das ist nicht dein Ernst. Der Typ wollte es doch. Was ist denn passiert? Mann, es ging um uns. Wie um uns? Na, darum, dass Timo und ich Cousin und Cousine sind. Junge, da steht dir doch drüber. Entschuldigt mal bitte, der Typ wollte unsere Beziehung vor aller Welt lächerlich machen. Und dann hast du ein flammendes Plädoyer für die Liebe gehalten und dann zugeschlagen. Oder hast du zuerst Du zugeschlagen? kapierst überhaupt nichts, Papa. Mann, Timo! Hey, Timo wollte endlich dazu stehen, dass wir zusammen sind und mir helfen. Ist das so falsch? Nein. Wenn die Sehnsucht nach dem Knast so groß ist, bitte weiter so.
Olli, es tut mir total leid. Ja, da konnte echt keiner was dafür. Das ging alles so schnell. Die waren gerade noch alle geschmeidig drauf und im nächsten Moment rasten die alle aus. Ja, dieser eine Typ, der hat wohl immer wieder Ärger angefangen. Und dann kam halt eins zum anderen. Und verselbstständigte sich. Ja, genau. Ja, und dann habe ich die Bullen gerufen. Ich meine, Natürlich. ja, ich wollte ja nicht, dass wir danach einen Abrissbagger bestellen müssen. Zum Glück ist so ja noch mal alles glimpflich ausgegangen. Olli, ich weiß, dass dich die Polizei nach diesem illegalen Pokerabend auf dem Kieker hat, aber die werden uns schon nicht die Gewerbeaufsicht auf den Hals hetzen. Uns. Dir. Komm, ist doch noch mal alles gut gegangen. Es wurde ja niemand verletzt. Wenn einer von euch diesen Tag überleben möchte, dann solltet ihr jetzt lieber die Klappe halten. Andi, guten Morgen. Du musst mir einen Gefallen tun. Du musst auf die Baustelle die Türrahmen ausmessen und die Zaken bestellen. Und mir auf dem Weg die Unterlagen aus dem Büro mitbringen. Heute? Ich habe heute frei, das haben wir so ausgemacht. Gibt's denn wenigstens Kaffee? Ich habe die ganze Nacht das No Limits aufgeräumt. Ich habe die ganze Nacht über den Entwürfen für diesen Club gesessen. Und wie sind sie geworden? Die wissen überhaupt nicht, was sie wollen. Der Pool soll in den Mittelpunkt, die Bühne soll auch in den Mittelpunkt und dann Moment mal, ich dachte, die Bühne, die sollte rechts neben die Bar. Was? Wen? Wie? Na, die Bühne. Hier neben die Bar wolltest du sie setzen. Wir haben darüber gesprochen? Hör zu, Arno, ich besorg dir die Zagen, aber danach mache ich frei, okay? Danke, danke, Andi. Das kann doch nichts. Guten Morgen, Anna. Guten Morgen, Arno. Elisabeth, hallo. Nein, Charlie und ich, wir haben uns noch nicht versöhnt, aber danke der Nachfrage. Ich wünsche dir einen schönen Tag, du Mutter. Nein, entschuldige, Arno. Ich habe Charlie versprochen, ihr ein paar Sachen ins Krankenhaus zu bringen. Krankenhaus? Ja, sie hat einen Hexenschuss. Ach, das tut mir leid. Das sag ihr mal selber. Es war schließlich deine Zeichenrolle, über die sie gefallen ist. Es spricht natürlich für dich, dass du Leonie und eure Beziehung in Schutz genommen hast. Aber das ist keine Entschuldigung für diese Prügelei. Ich weiß. Für dich steht viel auf dem Spiel. Du gefährdest deine Bewährung. Was dann? Dann ist die Kacke am Dampfen. Ich hätte es nicht besser ausdrücken können. Mendes? Ja, Herr Kommissar. Auf Wiederhören. Und? Was sagt er? Gut, dann gehe ich schon mal packen. Manchmal hast du mehr Glück als Verstand. Was hat denn die Polizei gesagt? Dass keine Anzeige gegen Timo vorliegt, weil Christian ausgesagt hat, dass dieser Dustin angefangen hat. Gott sei Dank. Entschuldigung, immer noch deine Hand? Tut noch ein bisschen weh. Du kommst mit ins Krankenhaus. So schlimm ist es jetzt auch nicht. Und unterwegs unterhalten wir uns über deine Zukunft. Und wie sich jemand verhält, der nur auf Bewährung draußen ist und nicht zurück in den Knast möchte. Ich gehe davon aus, dass du nicht zurück in den Knast möchtest. Aha. Okay, dann schicke ich Ihnen den Schadenbericht und den Polizeibericht zu. Ja, danke schon mal. Tschüss. Und? Was sagt die Versicherung? Sie zahlen. Ich habe die ganze Nacht kein Auge zugemacht. Was ist los? Das sind doch super Nachrichten. Ja, aber es ist trotzdem alles kaputt. Der ganze Laden, alles, was ich mir aufgebaut habe. Egal, wie viel Geld wir da reinstecken, so wie früher wird's nicht mehr. Wir bauen das No Limits wieder auf.
Dann kommt auch mal ein bisschen frischer Wind rein. Aber eigentlich mochte ich den alten Wind ganz gern. Olli. Nur weil irgendetwas neu ist, ja? Und jetzt pass auf, ist es nicht gleich schlechter. Ich hätte besser aufpassen müssen. Das stimmt. Aber egal. Wir machen einfach das Beste draus. Ja, bitte? Arno! Hallo? Wie geht's dir? Oh, heißt das, du redest wieder mit mir? Ich besuche dich, frage dich, wie es dir geht. Mehr nicht. Ich enthalte Arno sein Diplom-Vorgeschichte, die ist noch nicht vergessen. Okay, dann danke, es geht mir ganz gut. Noch eine Routineuntersuchung und ich bin hier raus. Ja, es tut mir leid, dass du gestolpert bist. Arno, mir tut es leid. Ich muss dir das noch mal sagen, diese blöde Geschichte, das war natürlich nicht richtig. Und ich werde mir das nie verzeihen. Die Blumen kannst du in diese kleine Vase, in diesen Krug tun. Die sind übrigens wunderschön. Vielen Dank. Erinnere mich dran, dass ich dich demnächst auf ein gutes Glas einlade. So weit sind wir noch nicht. Und was macht dein Club? Ach, frag lieber nicht. Diese Marlene von Ladenstein tut ständig ihr Bestes, alle meine Planungen über den Haufen zu werfen. Aha, und warum ist sie mit deinen Plänen nicht zufrieden? Sie und auch Tristan haben ihre ganz festen Vorstellungen. So wie Arno Brandt, ne? Den Eindruck, die sind genauso stur wie du. Ja, und dann diese Bühne. Noch nie was davon gehört, dass Form und Funktion eine Einheit zu bilden haben. Tja, man kann eben nicht alles haben. Hm? Ja, was würdest du denn tun, wenn ein Gast Ketchup zu deinem Carpaccio bestellt? Ach, bei mir ist das einfach. In meiner Branche ist der Gast König. Aber er hat doch Unrecht. Arno, ich rate dir was. Die Lahnsteins sind deine Auftraggeber. Wenn sie zum Carpaccio Ketchup möchten, dann sollen sie es haben. Hm? Lecker. Danke, dass du mir trotz allem ein Sandwich gemacht hast. Ich wäre wirklich fast verhungert. Ja, die Kaffeemaschine ist leider immer noch kaputt. Naja, ein Tee tut's ja auch. Ah ja, nur mit dem Wasser, da habe ich noch ein bisschen rationiert. So. Da. Also als Farbkonzept für die Inneneinrichtung. Vergiss es, Olivgrün kommt hier nicht an die Wand. Natürlich nicht. Hast du den eigentlich so schnell herbekommen? Vom Carsten. Ja, der hat dir das Ding hier einfach geschenkt, oder wie? Nee, ich musste mit ihm schlafen. Also, Es war ein Scherz. Also ich finde, da müsste was mit mehr Feuer ran. Weißt du, so ein strahlendes Gelb, so ein leuchtendes Orange oder ein Rot. Was denn? Die Farben sind voll im Kommen. Ja. Und die würden auch super zu Ollis Klamotten passen. ich finde dieses Orange hier echt gar nicht so schlecht. Guck mal. Doc 17 ist doch kein Name für einen Club. Also, einen neuen Namen braucht das No Limits wirklich nicht. Nein, aber wir brauchen einen. Also wie dreist seid ihr denn? Die planen jetzt hier echt ihren Konkurrenzschuppen. Also komm schon von wegen Konkurrenz. Wir planen keine Kneipe, sondern die neue Innenlocation. Ja, wir vielleicht auch, und zwar das neue No Limits. Und eins ist mal sicher, den besseren Namen haben wir jetzt schon. Und was soll das für ein Konzept werden? Brauchen gar kein Konzept, das gibt schon ewig. Das No Limits gab's ewig und das wird's auch ewig geben. So, und jetzt lasst uns weiter. Guck mal, wenn wir Orange nehmen und Gelb und dazu ein schönes Blau, dann haben wir echt ein paar schöne... Wenn dann doch. Nichts gebrochen. Du hast schon wieder mehr Glück als Verstand gehabt, ich weiß. Stimmt genau. Ja, ist ja gut. Ich bin ein Idiot, ich hab's versemmelt und schuld an der Gesamtsituation. Schon wieder richtig. Mensch, Timo, eben weil du kein Idiot bist, frage ich. Aber hätte ich das einfach so mit Leonie stehen lassen sollen? Ich verstehe dich ja irgendwie. Aber trotzdem solltest du darüber nachdenken, wie es nach dem Abi weitergeht, ohne dich zu prügeln. Ich will immer noch Berufspilot werden. Ich weiß, dass du das bis auf Weiteres vergessen kannst. Mit deiner Vorstrafe nimmt dich keine Flugschule, dann nützt dir dein ganzes Talent nichts. Meine Vorstrafe ist in 5 Jahren vergessen. 5 Jahre? Ja. Und dann bewerbe ich mich einfach nochmal neu. Und was machst du bis dahin? Was weiß ich, Geld verdienen, jobben, irgendwas. Die ganze Zeit, ohne festes Ziel. Ich habe ein Ziel, ich will Pilot werden. Und wenn es mit den Linien nicht klappt, dann mach ich es eben privat.
Dann fliege ich irgendeinen reichen Scheich durch die Gegend oder gehe nach Australien ins Outback und mache da die Versorgungsflüge. Wer sagt denn, dass ich in Deutschland bleiben muss? Niemand. Aber ist das die Zukunft, die du dir vorgestellt hast? Timo, 5 Jahre. Du hast mit deinem Abi alle Chancen. In 5 Jahren kannst du ein ganzes Studium absolvieren, Wirtschaft, Sport. Und wenn Das du dann willst, interessiert mich aber alles nicht. Okay. Okay. Ich weiß nicht, ob ich es dir erzählt habe, aber ich habe bis zur A-Jugend alle Jugendmannschaften bei CA Mallorca durchlaufen. Ich war kurz davor, Profi zu werden. Echt? Und dann? Kreuzbandriss. Vielleicht hätte ich es geschafft. Vielleicht wäre ich aber trotz meines Talents einer der Spieler gewesen, die auf der Strecke bleiben. Und mein Vater hat mir damals vorgeschlagen, Medizin zu studieren. Du hast dich einfach breitquatschen lassen und bist Arzt geworden. Du hast deinen Traum aufgegeben. Ja. Und weißt du was, ich hab's nie bereut. Manchmal muss man einen Traum aufgeben, damit der nächste Platz hat. Viel schöner als gestern. Und was das Beste ist, es gibt eine Bühne. Ja, der ganze Raum ist jetzt darauf ausgerichtet. Die Bühne ist der absolute Mittelpunkt. Das ist wirklich toll. Und wo ist der Pool? Der Pool. Ja? Also für einen Pool haben wir unter diesen Voraussetzungen keinen Platz. Der Pool ist unser USP, das Markenzeichen des Clubs. Ja, so habe ich das auch verstanden gehabt. Aber wenn die Bühne jetzt wichtiger ist, dann So war das nicht abgesprochen. unter Berücksichtigung aller bautechnischen und baurechtlichen Aspekte gibt es keine andere Möglichkeit. Entweder Bühne oder Pool. Sie müssen sich entscheiden. Beides geht nicht. Hören Sie, Herr Brandt. Sie verdrehen mir hier das Wort im Mund. Natürlich ist beides wichtig. Es gibt nun aber mal nur ein Zentrum. Physikalische Gesetze richten sich nicht immer nach unseren Wünschen. Dann bauen Sie die Bühne eben auf den Pool. Das neutralisiert, das zerstört die Wirkung von beidem, Bühne und Pool. Ihr ästhetisches Urteilsvermögen ist aus dem letzten Jahrtausend. Wenigstens habe ich eins. Wir sind Ihre Auftraggeber. Und wenn wir das so wollen, dann haben Sie das zumindest zu berücksichtigen. Ja, wie gesagt, dann wünsche ich Ihnen viel Glück. Ketchup ist nicht mein Ding. Was haben Sie vor? Ich bin raus. Hören Sie, Herr Brandner, ich bin sicher, wir finden eine Lösung gemeinsam. Dafür hast du was gut bei mir. Also mindestens einen Monat Kaffee aufs Haus. Danke dir, aber das ist doch irgendwie Ehrensache, oder? Vor allem hätte ich doch gestern Abend besser auf das Baby aufpassen sollen. Lass uns nicht drüber reden. Du, Olli, vielleicht hat ja meine Lieblingsmitbewohnerin doch recht und der Laden könnte ein bisschen mehr Farbe gebrauchen. Das gibst du nur zu, weil Jessica dich nicht hören kann. Nein, aber wirklich, hier, guck mal. Diese Orange, das war ganz schön. Nein, warte doch mal. Guten Tag. Jetzt hör doch mal kurz. Sind Sie der Besitzer hier? Ja, Sabel. Das ist mein Teilhaber, Herr Mann. Sie kommen bestimmt wegen der Schlägerei gestern Abend. Leider nicht nur deswegen. Einige Eltern haben Sie angezeigt, weil Sie Alkohol an Ihre minderjährigen Kinder ausgeschenkt haben. Das kann nicht sein. Ich habe das Alter der Jugendlichen selber kontrolliert. Christian, hilfst du mir mal ganz kurz? Ja, also das muss ein Irrtum sein. Also das machen Sie wir sehen ja selbst, grundsätzlich was nicht. passiert ist. Sie hören von uns. Tschüss. Dieser Dustin ist ein absoluter Vollpfosten. Jetzt redet dir bloß nicht ein, du wärst an der Prügelei schuld gewesen. Das hat Timo auch gesagt. Aber trotzdem, wenn... Ist doch schön, dass er sich so vor dich gestellt hat. Ja, ganz toll. Vor allem, wenn er wegen mir in den Knast kommt. Mann, kannst du nicht aufpassen? Das tut mir leid. Ich hätte alles in der richtigen Reihenfolge abgelegt. Keine Ahnung, ob ich das jetzt noch mal so zusammenkriege. Sag mal, ist das Modell EQ 810? Ja. Kenn ich. Lass mich mal ran. In ein paar Wochen habt ihr euer Abi. Und dann startet ihr erstmal richtig durch. Fragt sich nur, wohin. Keine Ahnung, was wird, wenn Timo nicht Pilot werden kann. Aber es gibt doch Alternativen.
Wenn ihr beide nichts anderes findet, kommt ihr eben zu mir in die Firma. Mode. Ich weiß nicht, ob das so Timos Ding ist. Wir reden heute Abend drüber. Timo wollte immer nur eins werden. Pilot. Woher kennst denn du dich eigentlich so gut aus? Auf Mallorca, in dem Laden, wo ich gejobbt habe, da hatten wir das gleiche Schätzchen. Ja, cool. Dann kannst du nach dem Abi Kaffeemaschinen reparieren, wenn nichts mehr einfällt. Dustin, was machst du denn hier? Dir die Party-DVD bringen. Raus. Ist ganz nett geworden. Raus. Und ich wollte mich entschuldigen. Bei dir, nicht bei deinem kriminellen Freund. Ich will Pilot werden und daran wird sich auch nichts ändern. Gib mir mal bitte den Kreuzschlitz. Ich dachte auch immer, ich boxe mein Leben lang, werde dann irgendwann Trainer und hab meinen eigenen Boxstall. Aber? Ich habe ein schwaches Herz. Das heißt, Schluss mit dem Leistungssport und aus mit dem Traum. Muss ganz schön hart gewesen sein, was? Mhm. Ist aber nicht zu ändern. Und du wirst auch noch was anderes finden, glaub mir. Na klar. Und gleich erzählst du mir, dass Krise im Chinesischen das gleiche Wort ist wie Chance. Ich werde genau das, was ich werden will. Punkt. Verzieh dich! So, dass der sich noch mal hierher traut. Aber immerhin haben wir jetzt die Party-DVD. Toll. Ja, gut, das Ende lassen wir weg, aber sonst war es doch ganz witzig. Ist klar. Olli, entspann dich. Es ist alles gut, okay? Ja. Soll man kein Salz in der Wodka brauchen? Ah, hast du schon angefangen? Kaffeemaschine funktioniert wieder, hat dieser Timo repariert. Du willst mir doch nicht erzählen, dass die zwei hier 18 sind. Naja, die hatten einen Stempel. Den habe ich nur an Leute ausgeteilt, die über 18 waren. Offensichtlich hatte hier jeder so einen Stempel. Aber nicht von mir. Ja, dann hast du ihn wahrscheinlich rumliegen lassen. Machst du uns dann beim Podcast? Stempel? Ja, hast du das vergessen? Was ist für einer? Jawohl, pass auf, die lernen wir jetzt. Mann, Christian, du hattest die Aufsichtspflicht. Da musst du auch dafür sorgen, dass die Kids nicht an Alk rankommen. Das ist vielleicht spießig, ist aber so. Was, du tust ja so, als hätte ich denen die Pullen in die Hand gedrückt. Mann, die haben uns angezeigt. Weißt du, was da für ein Stress hinter der Theke war? Ich wollte dir nur einen Gefallen tun, Olli. Hast du, danke. Ey, du hättest auch einfach da bleiben können, aber du musstest ja zu deinem komischen Fitting da. Du hast recht, ich bin selbst schuld. Weil ich gedacht habe, ich könnte mich auf dich verlassen. Du weißt genau, dass du das kannst. Und das nächste Mal machst du es einfach alleine. Kapierst du es nicht? Es wird kein nächstes Mal geben. Für die Nummer hier, da könnt ihr mir die Konzession entziehen. Dann kann ich den Laden dicht machen. Ja. Nein, es muss sofort sein. Ja, vielen Dank. Ja. Auf Wiedersehen. Mist. So schnell geht das eben nicht. Selbst wenn wir einen Architekten finden, dann müssen wir uns erstmal auf einen Entwurf einigen. Den Termin für die Öffnung können wir jedenfalls knicken. Jedenfalls, wenn die Bühne in der Mitte sein soll. Bin ich jetzt vielleicht schuld? Ich meine, schmeißt der Typ alles hin? Das ist ja nicht zu fassen. Seine Idee mit dem Pool war genial. Liegt's an uns? Erwarten wir zu viel von diesem Club? Vielleicht müssen wir ab und zu einfach mal einen Kompromiss machen. Ich meine, muss die Bühne unbedingt in der Mitte sein? Heißt das, du willst nachgeben? Ich will eine Lösung. Ja, die will ich auch. Aber das ist unser Traum. Und nicht der von Arno Brandner. Hallo Arno, ich bin's, Charlie. Ich wollte dir nur sagen, dass ich heute Nachmittag nach Hause kam. Und vielleicht passt du auf, dass keine Zeichenrollen am Boden liegen. Hm? Ach, und jetzt, wo du dich schon mit mir versöhnt hast, also ich weiß, so weit sind wir noch lange nicht.
Arno, hör auf, dich mit Marlene von Lahnstein zu streiten. Denk dran, es ist dein erster Auftrag. Manchmal muss man auch einen Schritt zur Seite machen, um voranzukommen. Und nicht im Krankenhaus zu landen. Also, bis dann. Sebastian, hey. Hi. Frau Dröge, diese Verträge, die müssten so schnell wie möglich raus, ja? Also, ich brauche einen Anwalt, dringend. Weil du der beste Jurist bist, den ich in der Stadt kenne. Ist was passiert? Ja. Ich bin erledigt. Ach, das heißt, für Olli geht es um alles, ja? Das No Limits. Seine eigene Szenekneipe, das war immer sein großer Traum. Wenn er den jetzt verliert, nur weil ich gepennt habe, dann... Ich würde euch so gerne helfen, aber ich weiß nicht wie. Ich bin da völlig ratlos. Ja, wieso? Sie kennen doch Hinz und Kunz beim Gaststättenamt. Ordnungs- und Gewerbeaufsichtsamt, ja. Aber wenn ich da interveniere, dann könnte das Olli mehr schaden. Wieso das? Ach, ich war bei denen mit dem Schneiders auch mal auf der schwarzen Liste. Eine sehr unerfreuliche Geschichte. Das heißt, du kannst uns auch nicht helfen. Nee, Christian, ich nicht. Wobei... Stimmt ja, Sie kennen ja nicht nur Hinz und Kunz beim Gaststättenamt. Das ist doch schon ganz praktisch, wenn man einen Laber bei den Bullen hat. Ich meine bei der Polizei. Stimmt. Ich kann euch aber nichts versprechen. Gar nichts. Ich werde mich auf jeden Fall darum kümmern, aber ich habe jetzt leider einen Termin. Sebastian, ich brauche jetzt einen Anwalt sofort. Sonst ist es vielleicht zu spät. Olli, jetzt beruhigen wir uns erstmal, ja? So eine Anzeige wegen Abgabe von Spirituosen an Minderjährige ist natürlich keine Kleinigkeit, aber die Gaststättenerlaubnis, die werden sie dir so schnell nicht entziehen. Doch, das werden sie. Ich stehe beim Ordnungsamt sowieso schon auf dem Index, weil Tristan damals unbedingt in der Kneipe pokern musste. Frau Dröge, könnten Sie meine Termine bitte um 1,5 Stunden verschieben? Mach ich. Danke. Komm. Hey Arno, hier sind Unterlagen für dich. Die hast du unten liegen lassen. Und dann habe ich dir noch deinen Enkel mitgebracht. Am besten, du behältst ihn da, weil der quatscht mich den ganzen Tag schon mit Kaffeeautomaten voll. Andi, wenn du gleich auf die Baustelle fährst. kannst du Arno, mir dann... ich habe heute frei. Ach ja? Na, natürlich, entschuldige. Timo, ich habe nicht viel Zeit für dich, aber nimm dir was zu trinken. Danke. Hast dich ja richtig reingefressen in dein Projekt, hä? Mein Projekt ist gut. Zu viele Köche, zu viele Kompromisse. Dafür kannst du das machen, was dir Spaß macht. Eine Sache, für die du richtig brennst, ist doch toll. Da hast du wirklich recht, mein Junge. Das sollte man dabei nicht vergessen. Ich werde niemals als Pilot arbeiten können. Dein Traum als kleiner Junge schon, nicht wahr? Ja. Timo, sieh mich an. Mein ganzes Leben lang wollte ich Architekt werden. Ich habe eine Firma aufgebaut, 40 Jahre gearbeitet und dann noch einmal ganz von vorne angefangen zu studieren. Architektur. Jetzt bin ich Architekt. Tja, weil du daran geglaubt hast. Was ich sagen will, manchmal kommt man nur über Umwege zum Ziel. Der Vorwurf der Unzuverlässigkeit ist einfach nicht haltbar. Ja, natürlich ist mein Mandant bereits einmal verwarnt worden, aber er hat sich doch seitdem wirklich an alle Auflagen Ihres Amtes gehalten. Außerdem haben doch diese beiden Vorfälle, von denen wir hier reden, illegales Glücksspiel und Alkoholausschank, überhaupt nichts miteinander zu tun. Mal ganz abgesehen von der Tatsache, dass der Herr Sabel weder damals noch gestern persönlich anwesend war. Nur damit wir uns nicht falsch verstehen. Mir liegt es doch auch fern, das Ganze hier irgendwie runterzuspielen. Aber Entzug der Gaststättenerlaubnis?
Damit würden Sie dem Herrn Sabel seine Existenzgrundlage entziehen. Und das ist doch überhaupt nicht gerechtfertigt. Vorschriften sind Vorschriften. Tut mir leid, aber ich glaube, hier kommen wir nicht weiter. Jetzt hören Sie mir mal zu. Ich gebe ja zu, da ist gestern einiges schiefgelaufen, aber wollen Sie deswegen wirklich gleich den ganzen Laden schließen? Meine Existenz zerstören, einfach so? Es geht hier nicht nur um mich, aber haben Sie vielleicht mal an meine Angestellten gedacht? Das ist nur Limits, das ist nicht irgendeine Kneipe, das ist eine Institution und zwar schon seit 40 Jahren. Ich habe da schon als Student gejobbt. Ich habe mich gleich in den Laden verliebt, in die Atmosphäre, in die tollen Leute, die da hingehen. Verstehen Sie das nicht? Hier geht's nicht um Geld oder um irgendwelche Vorschriften. Es geht um viel mehr. Das No Limits ist mein Leben. Ich würde alles dafür tun. Ich verspreche Ihnen, ich erfülle all Ihre Auflagen. Ich zahle jede Strafe, aber lassen Sie mir meine Konzession, bitte. Frau von Lahnstein. Verflucht, es tut mir leid. Ja, ich wollte Ihnen jetzt gerade zeigen, wie ich mir unser Konzept so vorstelle. Wollen Sie nicht reinkommen? Gerne, ja. Ach, ich war gerade auf dem Weg zu Ihnen und wollte Ihnen doch noch einmal verdeutlichen, was ich mir so vorstelle. Ja, ich dachte, Sie wären fertig damit. Bin eigentlich keiner, der so schnell aufgibt. Darf ich Ihnen was zu trinken anbieten? Wasser, Tee? Nee, vielen Dank. Also, ich habe noch einmal nachgedacht. Die Bühne. Natürlich ist sie wichtig. Ich gebe zu, fast ebenso wichtig, wie es mir der Auftrag wäre. Es könnte mein erster sein als diplomierter Architekt, aber vielleicht auch mein letzter. Das ist in unserem Beruf so. Verstehen Sie, was ich meine? Für Tristan und mich bedeutet dieser Club einfach alles, wissen Sie. Ja. Guten Tag. Herr Brandner, was machst du denn hier? Ich wollte Herrn Brandner gerade noch mal von unserem Konzept überzeugen, aber er hat mich überzeugt. Die Bühne ist... Nicht mehr in der Mitte. Und sie ist viel besser in das neue Raumkonzept integriert als vorher, findest du nicht? Doch. Es gibt wirklich nur wenige Leute, die dickköpfiger sind als ich. Heißt das, Sie arbeiten wieder für uns? Ich habe mich überredet. Ich glaube, wir uns gerade auch. Ich danke Ihnen für Ihr Vertrauen. How long should I wait before I let you go? How long should I decide? Whose side should I take when both of us are wrong? When we both share the blame? Oh, but I love you, even still, even now, even though we fell apart, even still, even now, but I hope we'll meet again. Whose eyes will you look in when love is around? Alles klar bei dir? Da fliegt mein Traum. Ohne dich? Ja. Ja, fürs Erste. Ist nicht so schwer. Es werden andere Träume kommen. Oder die Alten lassen dich nicht los und kehren immer wieder zurück. Was ist denn los? Tut sich nichts, oder wie? Wie, das gibt's doch nicht. Na,
Kaffeemaschine funktioniert. Yeah. Willst du einen Kaffee? Warum nicht? Sieht doch auch wie aus wie ein neues. Olli, wo hast du die ganze Zeit gesteckt? Wir haben super Nachrichten für dich. Jessica und ich haben schon das neue Logo fertig und das neue Farbkonzept. Sorry, ich muss euch leider bitten zu gehen. Wir schließen. Was ist denn los? Willst du direkt mit dem Umbau starten oder was? Könnt ihr uns bitte auch allein lassen? Danke. Leute, die Getränke gehen aufs Haus. Bis morgen. Danke. Du, Charlie hat ihren Kontakt bei der Polizei noch mal angespitzt. Der wird uns beim Ordnungsamt helfen. Werden Sie nicht. Du hast deine Konzession verloren? Eine Konzession? Ist ein Limit. Alles.